Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier ein neues Video, auch eine neue Videokategorie, und zwar das nenne ich in dem Fall Projekt, also hier FreeCAD-Projekt. Und zwar, ich habe heute Morgen ein neues Projekt angefangen, ein anderes Projekt wo ich mit einer Tastatur, mit einer MIDI-Tastatur was überlegt hatte. Und dann habe ich mir gedacht, warum macht man denn nicht mal eine MIDI-Tastatur in FreeCAD, die man dann hinterher mit KiCad verdrahtet. Und so habe ich dann alle drei meine Hobbys in Anführungszeichen in ein Video gepackt. So, das ist hier die Datei, soweit sie bisher fertig ist. Und ich möchte euch zeigen, wie ich angefangen habe und wo es dann mittlerweile endet. Also angefangen habe ich mit einer Grundtaste für so ein MIDI-Keyboard. Diese Taste, die ist auf dieser YZ-Ebene konstruiert worden mit diesem Sketch hier. Der ist ganz einfach ein Rechteck. 80 ist die Taste lang und 8 mm ist sie hoch. Und dann ist das die Grundtaste, und die hat hier hinten dann noch ein Loch, wo sie gelagert wird, wenn sie gedrückt wird. Hier vorne, da ist so eine Aussparung drin. Ne, das ist das Loch, sehe ich gerade. Und da ist dann die Aussparung. Das habe ich so gemacht, eben auf die Z-Ebene eine Konstruktion generiert, und das ist dann hier das Ergebnis. Also diese Taste, wir können jetzt den Sketch mal deaktivieren. So, das ist aber nur die Grundtaste. Und zwar so eine Tastatur, die hat ja schwarze und weiße Tasten. Manchmal sind hier so Ausschnitte drin, wo dann die schwarze Taste drin liegt. Manchmal hier auf der Seite und sehr häufig auf beiden Seiten solche Ausschnitte. Deswegen muss man 3 Tasten generieren, in dem Fall sogar 4, weil die letzte Taste, die hat keine Aussparung mehr, weil da endet die Tastatur. So, dann mache ich das erstmal wieder aus, die Grundtaste, und dann habe ich die jeweiligen Tasten hier auf der Grundtaste basieren lassen und habe hier jetzt einfach die Ausschnitte gemacht. So, da zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Also das ist das Base-Feature hier, das ist einfach die Grundtaste. Und dann habe ich hier ein Sketch generiert, das 12 mm, von da soll das abgemessen werden. Und die Hälfte der Taste, also 40 mm, soll stehen bleiben. Der Rest eben ausgeschnitten werden. Und dann wird das eine Pocket. Das sieht dann so aus. So, das Loch hier hinten, das ist ja in der Grundtaste schon drin gewesen. Und dann habe ich dann hier noch weitergemacht. Und zwar, die Taste soll unten ausgeschnitten werden, die soll ja nicht voll gedruckt werden. Für Material soll man verschwenden. Also habe ich hier eine Zeichnung generiert. Und die ist jetzt nicht so ganz banal. Da habe ich mit so Hilfskonstruktionen mir das zurechtgelegt und habe dann hier die Abstände eingetragen, die ich als Material haben möchte. Hier 5 mm, weil da ja die Bohrung drin ist, damit kann ich nicht so tief rein. Der Rest ist immer 1,5 mm, die Materialstärke. Und dieses Teil hier, das habe ich dann 5 mm da reingeschnitten, so dass wir hier oben immer noch fett 3 mm haben. Das hätte man auch noch weiter reinschneiden können. Okay, dann habe ich, damit das schön wird, noch ein paar Rundungen eingeführt. Einmal hier unten, dass es da ein bisschen schön aussieht. Und dann noch hier vorne, dass es da auch ein bisschen schöner aussieht. Okay, das ist die Taste 1W. Die kann man jetzt ausblenden. Dann habe ich die Taste 2W.
So, die hat jetzt auf der anderen Seite die Aussparung. Selbes Verfahren, auch da ein Sketch gemacht, der zeigt, wie das hier abgeschnitten wird, 12 mm, 40 mm und das ist dann diese Pocket hier und dann haben wir da noch genauso das unten drin, was wir auf der anderen Seite auch gemacht hatten, mit den 1,5 mm und daraus eine Pocket gemacht, dass das hier so ausgeschnitten ist. So, da haben wir es. Und dann auch die Rundung dran, die erste Rundung und hier dann noch die zweite Rundung dort vorne. So, das ist Taste 2W. So, 1W, 2W und dann haben wir noch die Taste 3W. Die hat auf beiden Seiten diese Aussparung. Das heißt, da ist auch die Grundtaste genommen worden und dann eine Pocket. Das sind jetzt aber zwei solche Zeichnungen. Das heißt, die haben von da 12 mm, von da 12 mm und genau dieselbe Länge, auch 40 mm. Und wir schneiden das Ganze raus. So, das ist diese Pocket hier. Und dann genauso wie im anderen Beispiel auch hier unten diese Zeichnung erzeugt, das für die Materialdicke, was da übrig bleiben soll, das auch 5 mm reingefräst. So, dann genauso daran eine Pocket hier, eine Rundung da und auch die Rundung hier vorne. So, damit haben wir eigentlich fast schon alle Tasten. Jetzt kommt noch die Taste 4W und die ist einfach das Base Feature. Das heißt, ich mache die mal gerade zu hier, Taste 4W. So, das ist die Grundtaste, allerdings unten ausgeschnitten. Das heißt, da ist genauso hier eine Zeichnung drin, die festlegt, was ausgeschnitten werden soll. Und da sind auch die 1,5 mm, die spielen da eine Rolle für die Materialdicke. So, das ist dann hier ausgeschnitten und ich habe das, findet gerade hier an sich, so ausgeschnitten und dann haben wir das hier einmal da gerundet und einmal da gerundet, genau wie bei den anderen Tasten auch. So, damit habe ich alle Tasten, die es gibt, in meinem Keyboard definiert. Jetzt habe ich davon einfach mit der Funktion Create a Copy, das ist Form aufbereiten, das heißt im Part-Modus ist das Part Kopie erstellen, Form aufbereiten und die habe ich jetzt ohne Ende benutzt und habe die jeweiligen Tasten dann verschoben. Die um 0 mm, das ist die erste Taste. So, dann kommt die zweite Taste, die ist um 20 mm verschoben, 40 mm und so weiter. Und da habe ich jetzt eine wieder deaktiviert, die hier. So, das sind die ganzen weißen Tasten für das 2-Oktaven-Keyboard. Und dann, nachdem das soweit fertig war, habe ich hier noch, das habe ich vorher schon gemacht, wir haben ein Objekt, das nennt sich Taste Federhalter W, für weiße Tasten ist das immer gedacht. So, das kommt da rein. Das wird dann mit der Taste zusammengedruckt. Da wird eine Feder reingesetzt. Die Feder möchte ich auch drucken. Und dann haben wir einen Shutter W. Den mache ich auch mal gerade aktiv. Das ist das hier. Das wird, wenn das die Taste hier runtergedrückt wird, werden hier mit Leuchtdioden und Fotodioden entsprechend abgeschattet. Und damit wird eben dann festgestellt, einmal ob die Taste gedrückt ist und auch wie schnell sie gedrückt ist, also für die Anschlagdynamik. So, das war das zum Thema Tastatur, die weißen Tasten. Dann ging es dann hier weiter, die Taste S, da brauche ich keine Grundtaste zu konstruieren, weil die ist immer gleich. Das heißt, da habe ich aber genauso angefangen.
Ich habe hier das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich diese Datum Plane, dass ich die Taste direkt an die richtige Position habe beginnen lassen. Das können wir hier schauen. So, da ist dann ein bestimmter Abstand zwischen und das ist die Datum Plane, die ich da, wo ich die Taste habe beginnen lassen. So, dann ist das hier der Sketch. Den können wir uns jetzt mal gerade anschauen. So sieht er aus. Die Datum Plane mache ich mal wieder inaktiv. So, das ist die Grundform der Taste. Und die wird jetzt genauso erzeugt wie auf der anderen Seite für die weißen Tasten. Und dann wird da was rausgeschnitten. Und zwar, das müsste eigentlich unten das sein. Genau, da wird genauso mit den 1,5 mm Material wird da reingefräst, damit man die nicht voll drucken muss. So, und dann kommt das Wichtigste. Das ist hier einmal die Rundung unten. Und dann habe ich hier aber mit einer Abschrägung und noch einer Abschrägung und dann noch einer Rundung der Taste ein bisschen vernünftigeres Aussehen gegeben. So, das ist die Taste S. Die brauchen wir eben, wie gesagt, nur das eine Mal. Gucken wir mal nach, ist die hinten auch durchgehend? Ja, das ist alles durchgehend. So, dann zwischendurch einmal kurz, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und damit geht es weiter nun mit dem Video mit der weiteren Tastaturkonstruktion. So, die Taste S, da habe ich auch einen Federhalter, wo hinterher eine Feder reingesetzt wird, reingesetzt und auch einen Shutter, der genauso dann mit optischen Dioden, also mit einer LED, ich werde wahrscheinlich Infrarot-LED und Infrarot-Fotodiode benutzen. Und da muss man auch noch prüfen, ob das überhaupt geht oder ob das Licht da dran vorbeikommt. Das sind alles so viele Unwägbarkeiten. Das muss ich erst noch alles testen, bevor ich sowas überhaupt angehe. Vielleicht baue ich die Tastatur ja auch nie. Das weiß man eben jetzt alles noch nicht. So, dann, wie gesagt, die blende ich jetzt erstmal aus. Und dann habe ich diese Tasten dann auch hier entsprechend hineingepackt. Wir machen jetzt die einen hier auch mal wieder aktiv bis zur Taste 4. So, das heißt, das sind jetzt alle Tasten, die das Keyboard hat. Und dann, wir haben hier die muss ich hier oben auch mal wieder aktiv machen. Na, wo bist du denn? Das ist die Grundtaste. Taste S. Wo habe ich euch denn? Ich habe das hier anders benannt. Ich benenne das gerade mal um. Das ist Federhalter W und das ist Shutter W. Dann sieht man die, findet man die besser wieder. So, da sind die. Und hier sind die halt für die schwarze Taste. So, dann habe ich schon angefangen, eine Bodenplatte zu generieren. So, die Bodenplatte ist zunächst mal einfach eine Platte, die eine gewisse Position hat, die ich mir so überlegt habe, so groß wird das Teil wohl werden. Und dann, so mal schauen, was habe ich denn dann für eine Zeichnung gemacht? Genau, dann habe ich, das war wirklich keine kleine Arbeit. Da hinten sind so Blöcke, wo die Tasten drin eingefädelt werden. Diese Blöcke kriegen hinterher dann alle diese Löcher. Und das
muss man alles gut bemaßen. Die sind alle gleich breit, außer eben der hier vorne und der hier an der Seite. Und die sind eben hier gleich und da sind dann zwischendurch immer ein bisschen, wenn es halt keine schwarze Taste gibt, dann ist ein größerer Abstand und dann wird der Block auch entsprechend größer. So, das heißt, na komm, da habe ich dann ein Pad rausgemacht. Das sind diese Blöcke, wo die Tastatur aufgespannt wird. So, dann wird einfach hier an der Seite das Loch durchgeschossen. Das ist 12 mm von unten und hat 78 mm den Abstand von der Vorderkante. Und so, das wird dann das Loch. Und da sieht man jetzt auch, ich hoffe mal, ich habe das richtig. Kann man hier sehen. Ja, man kann durchgucken. So, das war jetzt der erste Teil der Grundplatte, Bodenplatte. Und die wird aber gleich noch weitergehend benutzt, erweitert, aber mit extra Sachen, die ich hinterher zusammenfüge. Einmal habe ich hier einen Optical Sensor für das Weiße, die weißen Tasten erzeugt. Das ist so ein Objekt hier. Das hat hier unten ruhig eine Dicke. Das wird mit der Bodenplatte hinterher verheiratet. Und das hat hier Löcher, wo man dann auf der einen Seite die Leuchtdioden reinpacken kann, auf der anderen Seite die Infrarotdioden, vielleicht auch über Kreuz. Das heißt Diode, LED und Empfangsdiode und auf der Seite Empfangsdiode LED. Das muss man ausprobieren, was da besser funktioniert, um eben ich sag mal, zu vermeiden, dass irgendwas falsch gemessen wird. So, viel mehr ist da nicht zu beachten. Da wurde der Shutter, den ich ja da mit konstruiert hatte, der wurde da als Vorlage genommen. Das heißt, man kann, wenn man das richtig gut sehen will, die Tasten ausblenden und dann kann man das hier so sehen. Wenn man von der Seite, das ist glaube ich die Ansicht, dann sieht man hier, die sind zunächst beide durchgeschaltet und dann wird erst diese und dann diese, die muss tiefer. Die Leuchtdiode muss tiefer, weil da soll ja ein richtig großer Unterschied sein zwischen bei der Betätigung. Da werde ich nochmal dran müssen. Okay, so, dann wie gesagt, das war dann der Optical Sensor W und dann gibt es hier, was habe ich denn da gemacht? Taste Shutter W. Genau, da habe ich was ausgetestet und zwar, wie sieht denn die Taste aus, wenn sie gedrückt ist? Das heißt, ich habe die Taste, dafür können wir jetzt erstmal die hier oben, die machen wir mal zu und vor allen Dingen die beiden machen wir zu. Und dann sieht man jetzt, wie es aussieht. Also diese Leuchtdiode, die kann ein ganzes Stück tiefer noch, damit die eben später erst ausgelöst wird. Und die oh, das ist, muss man schauen, ob das überhaupt klappt. So, das war eben hier nur um zu sehen, die Taste haut jetzt hier unten drauf mit dem Shutter da. Damit, das kann man dann hier unten mit Moosgummi oder sowas, dass das nicht so laut ist. Und dann machen wir die wieder aktiv, die Shutter. Und ich mache auch die Tasten mal wieder an. So, Taste bis zu der. So, dann dasselbe. Gehen wir nochmal hier runter. Also diese Fusion hier, die kann ich erstmal wieder ausmachen.
Und dann ist noch ein Optical Sensor S generiert worden für die schwarzen Tasten. Und da müssen wir die auch wieder Federhalter S, Shutter S anmachen. So sieht das aus. Ähnlich wie der. Ähnlich von der Konstruktion. Und dann letztendlich habe ich das hier mit der schwarzen Taste auch ausprobiert. So, die geht so weit. Da ist hier extra was drin, dass da auch Ende ist, wenn man die Taste drückt. Und wenn ich jetzt die erste schwarze Taste hier ausblende, dann sieht man, so sieht die dann im gedrückten Zustand aus. Das hier liegt nur daran, dass der Federhalter halt nicht sich mitbewegt in dem Fall. Der wird hinterher dann mit der vor dem Druck mit der Taste verheiratet. Okay, so, dann die können wir auch wieder ausmachen. So, dann ist eine Fusion gemacht worden aus der Bodenplatte und diesen Teilen hier. Das heißt, die können wir jetzt erstmal unsichtbar machen und dann haben wir hier die Fusion und da sind die ganzen Blöcke entsprechend platziert worden und kopiert worden und dann entsprechend immer in 20 mm Abstand verschoben. So, bei den schwarzen Tasten muss das natürlich gar nicht so viel sein, weil die sind ja nur, hier ist keiner notwendig, da keiner notwendig, da keiner notwendig und hier natürlich auch nicht. Und das führt dann am Ende zur Bodenplatte und die kann man dann, wenn man die Tasten hier mal rauswirft, dann kann man das besser sehen. So, da sieht man jetzt das auch. Da hinten für die schwarzen Tasten sind halt nur 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dieser optischen Abfragen notwendig. Und vorne sind es natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stück. Gut, also soweit bin ich im Moment mit diesem Projekt. Das war aber noch nicht alles, weil die Federn für die Tasten, die möchte ich auch drucken. Und das habe ich mir dann folgendermaßen gedacht. Da haben wir hier einmal eine Feder W für die weißen Tasten. Die sieht folgendermaßen aus. Und eine Feder S, die kommt dahin für die schwarzen Tasten und die wird dann auch jeweils mitgedruckt. Kann man theoretisch direkt mit den Tasten mitdrucken. Möchte ich aber nicht, weil wenn die mal kaputt geht, will ich nicht die ganze Taste neu drucken müssen, sondern nur die Feder. Also wird die am besten da reingeklebt oder wie auch immer. Und nicht so festgeklebt, sondern mit einem Patafix oder irgendwas oder mit einem doppelseitigen Klebeband, dass man dann wieder trennen kann. Und die muss ich natürlich auch, die hier für alle weißen Tasten und die hier für alle schwarzen Tasten drucken und ja, und die habe ich jetzt noch nicht hier multipliziert auf die ganze Tastatur. Das können wir aber gerade mal machen. Fangen wir mit den weißen an. Damit ihr seht, wie sowas relativ fix gemacht wird. Also ich mache das im Part Design Modus. Ich habe, wie gesagt, mir hier die Form aufbereiten hier reingelegt und damit ich das schnell aufrufen kann. Und dann kann ich jetzt einfach Feder W, einmal eine Kopie davon. So, die kann so stehen bleiben. Und dann brauche ich jetzt nur nochmal Feder W. Kopieren. Dann gehen wir hier hin und tippen hier bei X eine 20 ein. Feder W. Und da eine 40. Hoch. Ja, da bin ich, das war die 20 und hier, da muss die 40 hin. Feder W. Das wird dann 60.
Feder W 80, Feder W Feder W 100, und dann so 120. Jo, da ist einer zugekommen. Daran sieht man immer, ob man es richtig gemacht hat. Feder W und 140. Jo. Feder W. Das sollte jetzt 160 sein. Feder W 180. Jo, der ist hinzugekommen. Feder W. Dann kommt die 200. Aber nicht da, da muss man aufpassen, immer dahin zu gehen. Dort kommt die 200 rein. So, jetzt können wir hier ein bisschen rüberfahren. Das sind jetzt nicht mehr viele. Feder W. Und die 220. Ja, habe ich richtig gemerkt. Mir die Zahl. Und dann haben wir den hier. 240. Da fehlen jetzt noch zwei. So, 240, 260 und der letzte für die weißen Tasten. Das ist der hier 260. Ne, den haben wir schon. 280 natürlich. So, das sind jetzt die Federn für die weißen Tasten. Und dann geht es jetzt noch bei Feder S. Da machen wir das genauso. Eine Kopie davon. Das ist jetzt die erste hier. Die bleibt da stehen. Und dann haben wir die zweite. Und da macht man jetzt vielleicht der Einfachheit halber doch die Tasten, die weißen, auf alle Fälle erstmal aus. Und auch die schwarzen. So. So sieht das jetzt aus. Das sind die Klötze hier, die habe ich auch noch nicht mit kopiert, genauso wie die Shutter nicht. Muss man aber auch nicht unbedingt. Ist nur, wenn man zum Beispiel was rendern möchte oder so, vielleicht durch die Tastatur fliegen oder so. Schon Sinn. So, da haben wir den zweiten, der erste, der zweite. Das ist genau derselbe und der muss jetzt auch verschoben werden um 20. Und da sieht man jetzt schon an den Blöcken hier, das sind ja gar nicht so viele. Das heißt, wenn ich jetzt Feder S nochmal kopiere, ich fahre hier runter, dann ist das jetzt nicht 40, sondern 80. Ne, 60. 60. Da kommt die Feder hin. So, dann machen wir den nächsten. Das wird jetzt 80. Dann haben wir der nächste. Ist er das? Ja. Und 100. Und dann müssen wir wieder einen auslassen. Feder S. Und so, waren wir da jetzt schon bei 100? Ja, 100 waren wir, also 140. Und Feder S. Der nächste 160. So, und jetzt kommen noch die drei. Das heißt, Feder S, eine Kopie. Dann gucken wir mal gerade, wo waren wir da? Bei 160, also müsste das hier 200 werden. Jo, ist korrekt. Und der nächste 220 und
Das müsste eigentlich der letzte sein. So, da ist die Kopieren-Funktion und dann haben wir hier, das waren 220, also wird das hier 240. So, damit habe ich alle Federn drin und kann jetzt wieder die Tasten aktivieren. So, da haben wir hier die weißen Tasten, das geht genau bis da. Und die schwarzen Tasten, das sind die hier. So, dann haben wir jetzt, da ist jetzt, fehlen noch die ganzen Shutter hier und so. Das mache ich mal und ich versuche dann wirklich mal eine Animation zu machen in Blender, wo man durch die Tastatur fliegt. Ich denke, das wird ganz gut ankommen. Gut, vielleicht noch, dass sie auseinanderfliegt oder sich zusammenbaut und dann man da durchfliegt. Muss ich mir was überlegen. Okay, noch einmal, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Daumen nach oben, natürlich auch immer gern gesehen. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Wenn jemand Lust hat, hier eventuell was mit der Elektronik zu machen, ich habe da schon so Ideen, aber vielleicht hat da jemand, sagt er, boah, das ist was für mich, der kann mich ja einfach mal anschreiben und mir sagen, was er mit der Elektronik denkt. Also ich habe mittlerweile, bin ich so weit, dass ich sage, okay, das muss ein Arduino sein, weil dann hat man direkt die Möglichkeit, ein USB-MIDI-Interface mit ganz leichten Mitteln abzubilden und da muss man halt schauen, wie man diese Abfrage dieser Leuchtdioden, dieser Empfangsdioden, wie man das halt mit Multiplex-System irgendwie machen kann oder ob man eventuell alle gleichzeitig abfragt und die Sendedioden halt an- und ausschaltet. Was da die bessere Wahl ist, wie sowas im Allgemeinen gemacht wird, das werde ich auch nochmal in Erfahrung bringen. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!